Also ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster raus. Jeder Psychotherapeut, jeder Psychiater oder gar jeder Arzt, der dir sagt, man kann sich von psychischen Problemen wie Zwangsgedanken, Angststörungen, Depressionen etc. nicht befreien, der ist entweder dumm oder inkompetent. Ich werde dir heute mit der Gedankendiffusionstechnik mal zeigen, was man so alles machen kann. Viel Spaß! Hallo, du wunderschöne Seele. Ich hoffe, dir geht es phänomenal. Ich bin der Juan und herzlich willkommen auf dem Kanal Juan der Spanier. Heute geht es um die Gedankendiffusionstechnik. Ganz kurz, es ist sehr, sehr wichtig, wenn du das vorherige Video Teil 1, nämlich Fusion, nicht gesehen hast, solltest du dir unbedingt vorher dieses ansehen. Denn da erkennst du dich dann eventuell wieder, wie du im Alltag die ganze Zeit fusionierst und wie du negativ mit deinen Gedanken umgehst. Ich verlinke dir das hier oben einmal. Klick drauf, sehe es dir an und wenn es dir gefällt, dann sehen wir uns wieder hier in diesem Video. Auf diesem Kanal geht es ja regelmäßig jede Woche um neue Themen, um Psychologie, vor allen Dingen um moderne Psychologie. Und am Ende dieses Videos, da werde ich dir ganz tolle Techniken zeigen, wie du mit der Gedankendiffusionstechnik dich von diesen quälenden, negativen, aufdringlichen, ja man sagt auch Intrusionen befreien kannst. So, mal Real Talk ganz kurz, bevor wir anfangen. Als ich das letzte Video gedreht habe über die Gedankenfusion, habe ich so viele Nachrichten bekommen auf Instagram, aber auch auf meiner E-Mail. Du siehst, Juan, ich erkenne mich so stark darin wieder und ich bin scheinbar ständig in der Gedankenfusion. Könntest du vielleicht bitte den zweiten Teil schnell rausbringen, um zu zeigen, wie ich mich davon befreien kann? Und manche haben mich fast regelrecht angebettelt und das zeigt den Leidensdruck, den diese armen Menschen haben. Denn wenn du ein gebrochenes Bein hast, dann sieht es jeder. Aber eine gebrochene Seele sieht nicht jeder. Und das ist so schmerzhaft und das kann ich aus eigenen Erfahrungen sagen. Die mich kennen, nämlich schon länger meinen Kanal folgen, wissen das. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das an dieser Stelle auch mal sagt. Denn Menschen, die das nicht haben, können sich nicht mal ansatzweise vorstellen, welches seelisches Leid diese Personen durchmachen müssen. So, und jetzt eins mal vorweg. Alle Menschen, wirklich alle Menschen, ob seelische Probleme oder nicht, haben in ihrem Leben Diffusion und Fusion. Aber eins sei sicher, die Menschen mit psychischen Problemen sind viel, viel länger in ihrer Fusion drinnen, statt in der Diffusion, die wir normalerweise so viel wie möglich bräuchten in unserem Leben, um psychische Gesundheit zu haben und vor allen Dingen auch zu erhalten. Und das ist Folgendes: Wer schon länger meinen Kanal verfolgt, der weiß, dass negative Intrusionen, die einen in den Kopf schießen, a, normal sind und b, dass man sie nicht unterdrücken kann. Man kann sie auch nicht irgendwie unter Wasser drücken oder zergrübeln. Das sind ja alles Techniken, die ich in anderen Videos, die ich dir auch unten mal verlinken kann, schon erklärt habe, dass es schlicht nicht möglich ist. Aber wir können was anderes tun. Wir können mit der Diffusion zwar uns mit den Intrusionen auseinandersetzen, also mit den Gedanken, der nach oben schießt, der uns schmerzt, aber wir müssen uns nicht mit ihm identifizieren. Und jetzt kommt Folgendes: Irgendwann mal in deiner Biografie, ich weiß nicht wann, hast du irgendwann mal die Erfahrung gesammelt, dass Gedanken mit dir dazugehörig sind, also zu dir gehören und zu deiner Person und zu deinem Charakter sind. Und dann hast du dir irgendwann mal eingeeignet, dass du immer mehr in der Fusion bist, in der Fusion statt in der Diffusion. Und wenn wir hier mit diesem Programm bzw. mit dieser Technik, die wir bitte, und jetzt hör mir genau zu, das ist nämlich so wichtig, weil diesen Fehler machen die meisten. Wenn du dieses Video einmal ansiehst, ja, ich hab's kapiert, du aber dann nicht in die Tat kommst, in den Alltag und das dann auch tatsächlich nicht täglich immer wieder übst, dann wirst du auch keinen Erfolg spüren können. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber wenn du das immer und immer wieder machst, stellt sich nach der Zeit bei dir ein neuer Automatismus ein.
Also es wird kognitiv neu eingespielt und wird als Normalität ganz normal neu gewertet. Und das führt mich jetzt bei der Diffusion zu Schritt Nummer 1, nämlich die Distanzierung vor einem Gedanken. Mache dir von mir aus Notizen oder schau dir das Video danach nochmal an oder von mir aus auch öfter, wie du möchtest. Nimm dir ein Blatt Papier oder ein Buch oder sonst irgendwie was und schreib dir deine bekanntesten aufdringlichen Gedanken, Intrusionen auf, die die ganze Zeit bei dir kommen. Diese Gedanken schreibst du in einer Liste immer wieder untereinander auf. Zum Beispiel den Gedanken, ich könnte vom Balkon springen oder ich mache dies, ich bin wertlos etc. Das ist der Punkt Nummer 1. Danach, ganz wichtig, fängst du dann an mit der Distanzierung. Du fängst jetzt an und nimmst den ersten Gedanken. Das könnte zum Beispiel der Gedanke sein, in einer depressiven Episode oder sonst irgendwie was, ich bin wertlos. Oder wie gesagt, ich springe vom Balkon, ich fahre gegen den Gegenverkehr. Oder ich greife den an oder sonst irgendwie was. Und ganz normalerweise ist es normalerweise so, dass du immer sagst, ich bin wertlos. Ich könnte das tun. Ich mache dies. Du nimmst diesen Gedanken jetzt wahr in der Situation, wo du bist, etc. und sagst dir ganz bewusst, ich hatte den Gedanken, dass ich vom Balkon springen könnte, dass ich dies machen könnte, dass ich das könnte, dass ich wertlos bin, etc., etc., alles Mögliche. Und dann wirst du schon merken, dass du zumindest eine kleine Distanz schon mal hast. Du hast dann schon mal eine kleine Distanz dazu, die aber noch nicht komplett zur vollen Distanzierung führt und auch noch nicht zur kompletten Überzeugung in deinem Unterbewusstsein. Aber wie gesagt, eine kleine Distanzierung ist jetzt schon da. Und jetzt kommen wir zu Nummer 2, der Gedankenverfremdungstechnik. Das bedeutet, dass wir jetzt, und jetzt hör genau zu, das ist ganz wichtig, okay? Du nimmst jetzt ein neutrales Wort, einen neutralen Gedanken. Ist jetzt vielleicht ein bisschen eine komische Übung, aber wirklich bombenmäßig, das wirst du mir glauben. Punkt Nummer 2, dieses neutrale Wort, was nehmen wir denn? Nehmen wir das Wort komisch, weil es vielleicht auch gerade komisch ist, okay? Wir nehmen das Wort komisch. Und jetzt stellst du dich hin und sagst entweder einen Gedanken oder wenn du alleine bist, dass die Leute nicht gerade bei dir lang machst, jetzt nicht unbedingt im Supermarkt oder sonst irgendwas, schon gar nicht an der Kasse, aber von mir aus kannst du es auch machen, das wäre dann im Rahmen einer, ich sag mal, Selbstbewusstseinsübung. Aber okay, ich hole zu weit aus. Du fängst jetzt an und nimmst dieses Wort, in diesem Beispiel, ein neutrales Wort, das Wort komisch, und sagst jetzt komisch, 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 komisch. Was passiert denn jetzt? Du wirst jetzt merken, dass dieses Wort sich irgendwie anhört wie in einer anderen Sprache, die du nicht verstehst. Es gibt dir irgendwie im Gehirn dieses Gefühl, weil du es die ganze Zeit wiederholst. Komisch, 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 komisch. Ist komisch, oder? Ja. Und das wiederholst du so die ganze Zeit. Komisch, 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 komisch. Und dieses Wort wird dann so noch distanzierter und so, das ist ja ganz komisch. Na? So, und als nächster Schritt, und jetzt war es ganz toll, nimmst du aus der Übung Nummer 1 diese Intrusion. Wichtig ist, dass du die Liste, die du geführt hast, eins nach dem anderen abarbeitest, bitte nicht alle zusammen. Du nimmst jetzt, nach deinem Beispiel, den Gedanken als Beispiel, ich könnte vom Balkon springen, wenn man so möchte. Und jetzt nimmst du dir das als bildliche Vorstellung oder den Gedanken, ich bin wertlos als Beispiel und machst es jetzt mit diesem Gedanken, der dir immer als Intrusion hochschießt. Fängst an. Bin wertlos, bin wertlos, bin wertlos, bin wertlos, bin wertlos. Und jetzt kann vielleicht Folgendes passieren, wenn du es die ganze Zeit wiederholst. Am Anfang kann es sein, dass du jetzt die Gefühle und Bilder in den Kopf hochbekommst, wie zum Beispiel es früher war, wo vielleicht irgendjemand, deine Eltern oder irgendjemand gesagt hat, du bist wertlos, dann hast du dich auch so gefühlt. Und jetzt ist es wichtig, dass du diesen Gedanken mit dem Gefühl, fühlst. Mit dieser Intrusion, das ja keine Intrusion mehr ist, sondern es ist jetzt ja ein bewusster Gedanke, der du ihn bewusst gemacht hast, fühlst. Bin wertlos, bin wertlos, bin wertlos. Und was passiert nach der Zeit? Derselbe Effekt wie bei dem Gedanken, es ist komisch, es ist komisch, es ist komisch.
Wenn du das immer wiederholst. Wenn jetzt Leute in die Kommentarbox, in die Kommentare unten reinschreiben, wie lange soll ich das machen, gibt es keine Faustregel. Du machst das einfach so lange, bis du merkst, dass dieses Gefühl nach der Zeit einfach nachlässt und dass diese Verfremdung, dieses Gefühl wie in einer anderen Sprache, ne, ich bin wertlos, eintretet. Und dann hast du mit den ersten, also mit der ersten Intrusion es geschafft, diese Intrusion als nicht mehr gefährlich oder als schmerzhaft zu interpretieren. Eins ist aber auch wichtig und das musst du wissen. Diese Technik oder diese Übung dient nicht dazu, dass du nie wieder in deinem Leben eine komische Intrusion bekommst, denn das ist ganz normal. Aber wir können sie locker auf 80 bis 85, vielleicht sogar auf 90% mit einer täglichen Übung und immer wieder Wiederholung so weit reduzieren, dass das eben nicht mehr so stark auftritt. Sehr, sehr wichtig zu wissen. So, und jetzt kommen wir zu Nummer 3. Aber ganz kurz noch, bevor wir zu Nummer 3 kommen, verinnerliche jetzt erstmal Punkt Nummer 1 mit Punkt Nummer 2. Punkt Nummer 1 war die Distanzierung. Ich hatte den Gedanken, dass ich wertlos bin. Oder sonst irgendwas könnte das oder jenes tun. Plus die Verfremdung miteinander vermischt, wirst du jetzt schon merken, wie eine noch größere Distanz zwischen dir, der Welt, da draußen, der Realität und deinen Gedanken geschieht. Was mich hierzu führt. Punkt Nummer 3. Bei Punkt Nummer 3 können wir jetzt, wie schon gerade gesagt, das verinnerlichen und jetzt visualisieren. Wir visualisieren in aller Ruhe für uns ganz alleine und sagen jetzt zu uns, habe ich jetzt tatsächlich den Beweis dafür, dass jeder Gedanke, der Gedanke komisch bis zum Gedanken, ich bin wertlos, der Gedanke von dem bis zu dem, eine innerliche Sache in meinem Kopf ist, die sich abspielt, mit der ich auf eine Art und Weise umgehe, also vorher in der Fusion, was extrem ungesund für mich war, und ich jetzt in die Diffusion gehen kann. Und dann kannst du hinterfragen. Dann kannst du dieses Beispiel nehmen, was bei dir dazugehörig ist. Bin ich tatsächlich wertlos? Würde ich tatsächlich vom Balkon runterspringen? Würde ich tatsächlich gegen den Gegenverkehr fahren? Würde ich tatsächlich den eine reinhauen? Kriege ich tatsächlich einen Herzinfarkt? Werde ich tatsächlich krank? Werde ich in der Zukunft arm werden? Sind das nicht alles nur Hirngespenste, die sich da irgendwie abspielen? Und sind Intrusionen? Kann ich mit denen nicht diffusiv umgehen, also in der Diffusion reingehen mit diesen Gedanken, statt in die Fusion? Und wenn du das dann verinnerlichst, machst du auch im dritten Schritt eines. Kommst jetzt zum wichtigsten Schritt. Du kannst jetzt diese Gedanken loslassen. Du hast richtig gehört. Du kannst sie loslassen. Und wenn du jetzt diesen Mechanismus und diesen Effekt noch stärker haben möchtest, dann empfehle ich dir unter anderem auf meinen Kanal, jeden Sonntag um 19 Uhr machen wir Meditationen, um mehr und mehr zu lernen, dass unsere Gedanken in uns drinnen sind, aber wir sie nicht sind. Und dann können wir in die Achtsamkeit gehen und uns noch mehr von diesen Gedanken distanzieren und noch mehr die Erfahrung machen, dass wir hier draußen leben können und dass diese Hirngespinste, die sich immer wiederholen und uns negativ zerfressen und uns unter Umständen sogar dann in Krankheiten wie Depression, Angststörung, Zwangsgedanken hineinbringen, nicht wahr sind und dass es auch vor allen Dingen erst gar nicht so weit kommen muss. Du leidest an Herzangst und Herzphobie, dann verlinke ich dir einmal hier unten ein Video von mir, wie du dich davon befreien kannst. Und hier oben drüber verlinke ich dir ein Video, wie du mit Depressionen bzw. mit depressiven Gedanken oder wenn du in einer depressiven Episode drin steckst, dich davon auch befreien kannst. Ich hoffe, ich habe dir heute einen großen Mehrwert gegeben. Ich bedanke mich bei dir, dein Juan. Namaste.